Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin MadCChris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier bei YouTube auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich Depths of Despair für euch und ich hoffe, er macht das, was er immer macht mit seiner Compilation. Eine Menge Grusel, Gänsehaut und vielleicht auch ein paar skeptische, kritische Anmerkungen zu einigen Clips. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier ist Depths of Despair. Ja, Depths of Despair, was haben wir denn da? 5 gruselige, erschreckende Videos, die unseren Geist dazu bringen können, in die Welt unter uns hinabzusteigen. Da bin ich ja mal gespannt. Depths of Despair, los geht's. Top 5 scary ghost videos caught on camera. Hanging Man returns. Den hatten wir doch schon mal. Ich weiß gar nicht, ob das bei Depths of Despair war. Das Kind, was da den Gehängten in seinem Zimmer sieht. Video comes from Ricky Eats World, which I have featured once before. A man named Ricky noticed his son behaving in a peculiar manner and talking to someone or something that wasn't there. After asking his son about it, he replied he was talking to the hanging man in the corner of the room. Elliot, what are you doing? Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu gesagt habe, ob ich das jetzt authentisch fand oder nicht. Oh, that's cool. What's that? What's that in the corner? The man hanging. Oh, why have you drawn that? Because the man is hanging up there. Oh, really? Yeah. What does he do? He annoys me at the night. Why? Because he does this. Er klopft also. Und er weint auch, ne? Das hat man ja in dem letzten Clip, wurde das schon gesagt. Diese Bilder hatten wir aber auch schon gesehen. Ich weiß nicht, ob die das jetzt nur noch mal zur Zusammenfassung zeigen. Oh, really? Yeah. But I'm not allowed to tell anybody. Okay. Stop it. Elliot, what are you doing? I see the man hanging. Oh, really? Yeah. Right. He's crying and I Ja, keep er saying weint. stop it. Is he crying? Yeah. So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. Elliot says that the hanging man doesn't let him sleep and keeps making banging noises in the middle of the night. Not sure if this is just a figure from his imagination or if something is indeed present. Ja, es ist halt schwierig zu sagen. Ich glaube, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Kinder haben halt eine lebhafte Fantasie. Das hatte ich früher auch und viele imaginäre Freunde und so. Aber so eine grausame, schreckliche Figur zu erfinden, die Frage ist ja auch, woher hat er das? Also er muss ja irgendwo schon mal einen Gehängten irgendwie gesehen haben, in einem Film oder irgendwo im Fernsehen, in einer Serie oder keine Ahnung. Er braucht ja dazu zumindest eine Inspiration, ja. Da müsste man mal drüber nachdenken, ob es sowas gibt. Schwierig zu sagen, ne? Ich würde, nur weil es jetzt ein Kind ist, würde ich ihm jetzt aber nicht die Glaubwürdigkeit absprechen. Weil gerade Kinder haben ja ein Gespür fürs Paranormale, sagt man zumindest. Und ja, es ist gut möglich, ne? Ich glaube, ich war mir beim letzten Mal auch nicht so ganz sicher. Ist natürlich immer alles auch möglich zu stellen und auch dem Kind zu sagen, hier komm mal da und erzähl mal und so. Aber da muss man schon ziemlich schrecklich sein, um sein Kind sowas einzutrichtern in dem Alter. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das nicht doch echt sein kann. He decides to set up a security camera in the boy's room, and when he goes to sleep, it captures something completely terrifying. Da. Ich glaube, an diesem Punkt habe ich beim letzten Mal gesagt, dass es gestellt ist, ne? Ja, es wirkt auch halt so, ne? Also das Grummeln oder das Knurren wirkte halt eingespielt. Ja, schwierig zu sagen.
Warum sollte der Hanging Man auch knurren? After the first few strange and creepy occurrences, the activity seemed to stop, and everything was okay. But it turns out, the peace was short-lived when on one night, Ricky hears some strange noises and comes to check on Elliot, and things take a turn for the worst. Watch closely. Okay, das sind jetzt neue Bilder. Elliot, what are you doing, man? Oh, okay. Ja, ich hab's auch gehört. As Ricky enters Elliot's room, he says Elliot was just stood there staring up in the corner of the room, as if he wasn't really awake. Also die hatten auch ein Team vom paranormalen Ermittlern da? So habe ich das jetzt zumindest aus dem Text gerade verstanden. Trapped in some sort of trance. He then snaps out of it when he is tapped and says the hanging man is back. And just at this moment, we hear a creepy, unexplained laugh. After this, Ricky felt extremely worried for his son and decided to send him to live with family for a few days until he can arrange for a paranormal team. Ja, und danach kam halt das paranormale Team, ja. To come over and investigate the house. Unfortunately, from this day onwards, the creepy paranormal events in the house would resume, and the next night Ricky would capture something absolutely chilling. It's just me. It's 3 a.m. I'm looking in a mirror. If there's anybody here, can you please me? The next day he hears more creepy sounds, but this time during the day. So it's on me home. Also, das ist mir schon wieder ein bisschen too much, ne? Also das ist ja dann anscheinend nicht einfach nur ein Geist, sondern eventuell sogar ein Dämon, der sich da breit gemacht hat. And I swear to God, there is whirling coming from the cupboard. Hello? Oh, for God's sake. Da ist keiner drin. Hello? Warum macht er da kein Licht an? Oh, where's the light? Ah ja. What do you think? The light isn't working. Oh. Hello? After checking the cupboard, Ich habe jetzt die ganze Zeit Schiss gehabt, dass man da was sieht. Also man kann jetzt natürlich sagen, das ist ein bisschen too much. Das sage ich auch. Ich finde es dann halt nur nicht, ich finde es wirklich nicht gut, dass er sein Kind dann damit einbindet, ne, wenn das wirklich gestellt ist. Finde ich nicht gut. So, und wenn es echt ist, ist es natürlich sensationell. Jetzt nicht im positiven Sinne, sondern eher als eventuellen Beweis für etwas Paranormales. Ja, aber es sind halt auch alles Dinge, die man halt auch leicht, wirklich sehr leicht stellen kann. he finds nothing that could be responsible for the disturbing sounds. But on another night, while sleeping, he is woken up amidst the night, and this is what he captures. Hello?
A strange noise wakes him up and prompts him to get out of bed and go check it out. Mhm. Also ich frage mich ja nur, wenn er da ein Team von paranormalen Ermittlern auch engagiert hat, warum sieht man davon nichts? Das interessiert mich, weil die müssten ja theoretisch auch was gefunden haben. Es geht ja also bei so viel Aktivität. Wahnsinn. Upon reaching the bathroom, an unexpected growl scares him away. The next day doesn't turn out any better. So it's the middle of the night, and there's a wailing coming from the bathroom. Everybody's asleep. Hello? The chair's just floating. Is there anybody there? With each and every passing day, the presence of Ihr merkt schon, ich gucke immer weg, weil ich Schiss habe, dass man doch was sieht. Also, ich finde, das ist too much. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, das ist jetzt wirklich. Und nur allein durch die Geräusche, durch das Knurren und das Jammern und das Fauchen und so, das sind halt Dinge, die kann man so leicht reinschneiden in solche Clips, ohne Probleme. Gerade auch, weil das ja, also zumindest die ersten Videos oder die ersten Clips mit seinem Sohn auch, die waren ja für TikTok. Gerade da ist das ohne Probleme möglich. Deswegen, ja, ist schwierig für mich, das zu glauben, ne? Vielleicht will ich es auch einfach nicht glauben. of this hanging man entity seems to grow stronger, and the very next night it becomes even more terrifying. Hello? So this is 9 o'clock at night. Not even that late, and I'm hearing something. Whoa! Oh, es ist Hallo? grausam. Ich finde das so grausam, wenn etwas auf dich zuläuft und man sieht es nicht. Warum macht er da jetzt kein Licht an? Funktioniert das wieder nicht, oder? Oh Gott. Later that same night, when he went to Also es ist auf alle Fälle unterhaltsam, ne? Das muss man ja sagen. Also es hat Entertainment-Faktor. sleep, he was woken up abruptly by something unseen. Watch closely. Showtime. One day while Ricky was downstairs making dinner, his son Elliot was upstairs playing just a few days after he returned back to the house, and he saw something undeniably chilling. Ach, schön. I sit by myself, talking to the moon. Natürlich, hinter dem Vorhang. Ricky! A creepy figure appears to be watching the boy from behind the sheets, Also man sieht es schon die ganze Zeit irgendwie dahinter, ne? and as it becomes clearer, many viewers notice that it doesn't seem to have any legs, and is standing on its arms, which appear to be very long, Naja, es kann auch and maybe sein, dass das halt ein Erwachsener ist, der sich hinkniet, ne? this is why the entity is always hanging, but others think it could have just been someone behind the sheets. Ja, wie gesagt, das sind alles Phänomene gewesen, die sich halt leicht auch stellen lassen, ne? Ein bisschen bearbeiten, hier einfach jemand dahinter. Ja, So what do you think? Is the hanging man a real ghost caught on camera? also ich würde noch nicht mal sagen, dass es ein Geist ist, ich würde eher von einem Dämon sprechen, so wie es sich verhält. Das ist nicht einfach nur ein Geist. Und die Chance, dass das hier gestellt ist, ist sehr hoch. Meiner Ansicht nach. Ja. Aber es ist wirklich sehr unterhaltsam. Also es hat mich auch, obwohl ich mir eigentlich klar bin oder bewusst bin, dass es nicht echt ist, hat es mich schon gepackt, muss ich sagen. Or is it just an intricate ruse? You judge. Lassen wir es einfach so stehen. Abandoned church. Oh ja, da war jetzt ein Rechtschreibfehler. Schotsch hat er geschrieben.
A man named Pablo Dosdo decided to go and explore some mountains in a remote area located somewhere around Cordoba, Argentina. The man brings his dog Draco with him, and as they explore, they come across an abandoned church, and upon entering, Pablo and his dog quickly notice something ain't right. Take a look. Bueno, por fin encontramos la iglesia con mi colega Draco, abandonada por los jesuitas. Y bueno, vamos a ver si es verdad el mito que está embrujado. Draco, y no lo que es, en el medio del monte. Despacio, vamos por acá. Ah. War einfach irgendwo im Nirgendwo so eine Kirche, ne? Verrückt. Oh, der Hund. Achso, der Hund schnüffelt nur. Ich dachte, er hätte schon keinen Bock mehr. Einfach so irgendwo. Ja, wow. Pequeña esquina. Calle Draco. Calle acá. Ah, bueno. Tenemos una escalera. Also bisher verhält der Hund sich ja noch ganz normal, ne? Er ist neugierig. Sí, definitivamente se nota que era. Bueno, es muy baja la entrada. Wow. Klein, aber fein. Draco, vení. Nur rein will er nicht. Bueno, definitivamente no quiere entrar. Das ist schon kein gutes Zeichen. Vení, Draco. Das ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn der Hund nicht rein will, ne? Ja, Tiere haben ja auch ein gewisses Gespür fürs Paranormale. Also zumindest wird es ihnen auch nachgesagt, genauso wie Kinder. Und ja, wenn er schon keinen Bock hat, da reinzugehen, ich würde mir dann auch Gedanken machen, ganz ehrlich. Realmente me siento como bastante acelerado el pulso. Hay una energía definitivamente fuerte. Draco, vení, él me sigue todo. Vení, entra. Eso. No. No. Bueno, me voy acá. Me voy acá porque no me estoy empezando a sentir bien. As they enter the abandoned church, Pablo quickly notices his pulse racing and mentions that there is a strong energy to the place. Dass sein Puls rast, das ist klar, er ist halt aufgeregt, ne? Das geht halt auch schneller, als man glaubt. And his dog Draco starts breathing erratically the moment they enter and seems to be terrified to go beyond a certain point. And the moment he finally gathers the courage to walk through, he is instantly scared and goes back. Right at the same time, an odd flash of light can be seen. They say dogs and other animals possess the ability to see and sense things beyond what humans can. So just what exactly was lurking inside this abandoned church that frightened the dog and scared Pablo so much? Let me know. Ja, let me know what you thought. Ja, also keine Ahnung. Also wir haben ja jetzt nichts gesehen und der Hund kann halt einfach auch nur so Angst gehabt haben. Also das heißt jetzt nicht, dass es darin spukt, ja. Ich glaube, ich habe diesen Clip auch schon mal gesehen vor langer Zeit. Ich glaube, wir haben den sogar zusammen gesehen. Das ist jetzt, wie ich finde, da muss jetzt nichts Paranormales dran sein, ne? Aber es ist gut möglich, ne? Es ist halt auch eine Kirche. Auch ein Ort der Emotionen, so würde ich es einfach mal nennen. Ja. You think? If you have any video recommendations, you can send them over to depthsofdespairbusiness@gmail.com. Ahí se ve más atrás. Watching over you. Ahí se ve más atrás. 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 Ah
Oh, nee. Oh, wieder Babycam. Ah, nee. A woman named Joanna has a baby monitor set up to watch her baby while the baby is in her crib, to make sure she is safe and monitored at all times, like most mothers do. However, one day Joanna noticed something unexplainable captured on the baby monitor that she couldn't see with the naked eye. Watch closely. Okay. That's not possible. Is that the light? What the fuck is that? Das ist ein Glühwürmchen. What is that? Das ist ein Glühwürmchen. Zu 100% ist das ein Glühwürmchen. What is it? Look at the way. Look. It's lingering. Vielleicht sogar etwas auf der Linse. Is it the light outside? Like, what is happening right now? There's no other light. How is this possible? Like, there's no pinhole empty. Like, the curtains, I pulled the curtains closed. You guys, what the fuck is this? And it's not leaving. Das kann auch was auf der Linse sein, was halt überhaupt gar nicht leuchtet, aber weil es halt auf der Linse ist, wirkt das so. Oder es ist halt ein Glühwürmchen. So, und der Trick dabei ist, wenn sie das Licht anmacht, wird sie dieses Glühwürmchen nicht sehen. Also eventuell. Weil dann glüht es ja nicht mehr. Es glüht ja halt nur, wenn es dunkel ist. It's getting near her. Oh my god. Did she just touch it? Das Kind Where sieht did it go? Das Kind hat das Glühwürmchen gesehen. She moved her child from the crib and closed the door and made sure there was no objects reflecting light, and the curtains itself were closed. Das kann halt schon mal passieren. Ich hatte auch schon mal ein Glühwürmchen in der Wohnung. Und das Licht war aus und ich bin irgendwie auf Toilette gegangen in der Nacht und es war dunkel und da schwebte dann auch ein Licht rum. Ich dachte, was ist das denn? Ja, und dann habe ich das Licht angemacht und geguckt und es war tatsächlich ein Glühwürmchen. Das saß dann irgendwo an so einem Lampenschirm. Also, das ist halt auch möglich. Und das wirkt auch, wenn es dunkel ist, hell, sehr hell. Also es leuchtet jetzt nichts großartig aus, aber es leuchtet halt. Und auf so einer Nachtsichtkamera, da weiß ich jetzt nicht, wie sich das verhält mit so einem Glühwürmchen, aber vielleicht leuchtet es da auch noch mal ein bisschen heller, weil so eine Nachtsichtkamera ja auch jedes Fitzelchen an Licht praktisch wiedergibt, um überhaupt ein Bild zu erzeugen. Ne? Yet the orb remained to be seen on the baby monitor. You're not here to hurt us, right? Doesn't seem like you are. Ja, das kam auch nicht von You're hovering außen. there, though. I can see that you're hovering. Hi. Okay. There's clearly no light. There's no light. See what I mean? Okay. Hi. You're getting close to my side now. Okay. Hi. Back to the crib, Evelyn. Just let the light in and see what I mean? See what I mean? We can hear the shakiness in her voice as she has never experienced. Also jetzt habe ich vom Glühwürmchen geredet, jetzt habe ich hier wieder die eine Fliege. Seit Wochen. Also ihr seht es ja auch ständig. Ich weiß nicht, was das soll. Wo wohnt die? Wo versteckt die sich? Ich kriege sie auch nicht, weil wenn ich hier aufhöre zu filmen, ist sie weg. Such a phenomenon, so it's natural to be scared. And even after the curtain is opened and the light enters the room, the strange glowing orb can still be seen. Even though the crib is now empty, the orb remains hovering around it, lingering Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass das ein Glühwürmchen ist. there, as if looking for the child. The orb returned for a few days and seemed to be fixated on the child, circling her around the crib over and Das ist ja genauso mit der Fliege hier. Es ist ein Insekt, das wird halt von Wärme angezogen, auch von Körperwärme, auch von diesem Kind. Und deswegen schwirrt es auch um dieses Kinderbett und dieses Kind herum. Vollkommen normal. So. over again, and the child appeared to be unbothered by its presence. Many viewers suggested that it was a guardian angel or a friendly spirit watching over the child, but others said that you shouldn't show fear or interact with it. Fortunately, it disappeared after a few days and never returned. So did Joanna Hab die Fliege erwischt. capture a friendly spirit on camera?
or something else entirely. Once again, you judge. Ja, es war ein Glühwürmchen, würde ich sagen. Und wenn nicht, ja, vielleicht. Ich bin bei Orbs und solchen Leuchterscheinungen immer sehr skeptisch. Mich konnte da noch niemand vom Gegenteil überzeugen, dass das nicht doch Insekten sind, Staubpartikel, Dinge auf der Linse und so weiter. Es gab nie einen Hinweis, der mich das irgendwie bezweifeln lässt. Tragic fate. Boah. Over in the Philippines, a couple moved into an apartment So, Philippinen, ja. Dann die weiße Frau, die Frau in Weiß mit langen schwarzen Haaren vielleicht. which eventually turned out to be a bad decision. Not long after moving in, the couple would notice their dog repeatedly barking at the front door when nobody was there. And on some days when the woman was alone and her partner was out at work, she would hear knocking at the door, as if there was a visitor seeking to be invited inside. But that is just the beginning of things, as it quickly got worse. She often hears voices coming from the hallway, but every time she looks through the peephole Ach nee, bitte jetzt keine Bilder von irgendwelchen Spionen. Das ist ja noch gruseliger. on her door, she would see nobody around and couldn't explain where these sounds were coming from. On the same floor there was one other apartment that had been left vacant for a long time, but the family didn't know why. But since they were the only ones living on this floor, there should be nobody else around, so how could these noises be heard? Okay, also die wohnen da auf diesem Flur mit den mehreren Wohnungen ganz alleine. Also sie haben die einzige bewohnte Wohnung für sich und alle anderen Wohnungen sind halt leer und sie hören halt Klopfgeräusche und so weiter. Okay. On one night, she hears a little girl in the hallway. Was habe ich gesagt? Gut, ne, Frau in Weiß, ja, aber kleines Mädchen in Weiß geht auch immer. And notices her door handle rapidly shaking by itself, as if something or someone was trying to open it. Just a few seconds later, she hears shouting coming from the hallway, but sees nobody there. Terrified and confused, she decides to record this event. This is what she captured. Oh, bitte nicht. Oh nein! Nein, nein, nein. Ein absoluter Albtraum. Durch den Spion gucken und irgendwas Ekelhaftes sehen. Das ist immer mein absoluter Albtraum. Deswegen gucke ich durch den Spion so ungern durch. Wir hatten den in unserer vorigen Wohnung. Wir haben den auch jetzt hier bei uns in der Wohnung an der Tür nach draußen. Ich hasse es, da durchzusehen. Aber das sind doch normale Geräusche von Kindern. Also die kann mir doch jetzt nicht erzählen, dass sie da alleine wohnen. Das sind doch einfach nur Kinder. A few nights pass and she hasn't Das hörte sich aber auch so ein bisschen an wieder, ne? Wie der Schrei von so einem Kakadu. been able to sleep much because of the disturbing sounds she has been hearing. Well, late one night again she is attempting to get some sleep, when a loud sudden noise right outside her door wakes her up abruptly. Terrified, she instantly hops out of bed and starts to record. What she captures is utterly horrifying. What sounds like a woman and a child screaming and crying out of torment can be heard, along with some bangs on the walls of the hallway. She quickly alerts her husband along with the security of the apartment complex, demanding. Man hat überhaupt nichts durch den Spion gesehen, ne? Aber
Boah. that he watched a video and find out what's going on. The woman shows him the footage and the security guard begins to tremble while starting to explain that on this very day 12 years ago, a woman along with her 7-year-old daughter met their demise to a tragic fate in the other apartment on the same floor. Okay, also der Security-Typ, den sie dann gerufen haben von diesem Apartmentkomplex, hat denen halt erklärt, dass 12 Jahre zuvor eine Frau mit ihrer 7-jährigen Tochter da ein tragisches Ende gefunden hat. Irgendwo auch auf der Etage von deren Apartment. Ja, wunderbar. It was believed that the prime suspect was the father who took their lives and escaped, never being caught. Oh, schön, der Mörder wurde auch nie gefunden. Ja gut, ne, das ist eine sehr interessante Geschichte darum, die allein schon für sich gruselig genug ist oder schrecklich genug. Im Endeffekt hörte es mich für mich einfach so an wie Kinder, die da so einfach sind. Ja. Till this day, and for that very reason the other apartment remained vacant for years. Many people believed that the poor girl and her mother's spirit are bound to the apartment, destined to suffer the same tragic fate for all eternity, until the man responsible is brought to justice. Ja, also man sagt ja auch, es gibt ja auch verschiedene Erscheinungen von Geistern. Unter anderem auch das, dass die Wesen halt tragische Ereignisse in ihrem Leben oder halt Dinge in ihrem Leben, die für sie emotional aufwühlend war, ob jetzt so positiv oder negativ, immer wieder erleben an den Orten. Ja, in diesem Fall wäre es halt der Mord. Ja, immer wieder erleben, bis halt der Mörder gefasst worden ist. So. Ja, möglich. Andererseits ist es natürlich möglich, dass die halt in ihrer Wohnung halt Kinder spielen hören und halt da immer Krach ist, die das auch aufnehmen und so weiter. Vielleicht sogar mit der Absicht auch, um darum so eine Geschichte zu spannen oder spinnen. Das ist auch möglich. Ja. Ich finde das mit der Geschichte zusammen ist das schon ganz gut. Ich habe mich auch gepackt. Also es ist sehr unterhaltsam auch, muss ich sagen. Und darum geht es ja auch im Endeffekt. Ne? Wenn es nicht darum geht, das Paranormale zu beweisen, muss wenigstens ein gewisser Unterhaltungsfaktor da sein. Und der ist auf alle Fälle da. Maybe then will they be able to rest in peace. The new home. The new home. The next video comes Noch bitte keine Featurebots. Leute, ihr sollt's doch einfach nicht machen. Ist auch ein TikTok-Kanal, ja. from the Southern Haunts, formerly known as Michael and Heather, which we have featured before. For those who don't know, they decided to try out the Ouija board one day, and ever since then they had been experiencing some creepy paranormal activity inside their home. Ja, wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, weil sie es eventuell auch falsch benutzt haben. Die wenigsten Menschen wissen, wie man es benutzt. Ich übrigens jetzt auch nicht unbedingt, außer so ein paar grundlegende Dinge. Aber einfach Finger davon lassen. Which went on for quite a while before Auch einfach losgelassen. Oh, ups, wer hat sich denn da? Oh nein. the activity seemingly stopped. Well, just recently they have moved into a new home, and they have started to experience the activity once again. Bringt halt auch nichts, ne? Weil was auch immer dann da durch das Ouija-Board durchgekommen ist, hängt den halt am Arsch. Ja, um es mal so auszudrücken. On one night, they hear some strange noises around the house and decide to check it out. Take a look. Die Leute. I introduced it. Do you hear that? Das verstehe ich allerdings auch nicht, ne? Warum macht man überhaupt den Vorhang vor seiner Wanne, wenn da gar keiner drin ist? Also wenn ich doch irgendwo wohne, habe ich doch nicht den Vorhang davor. Ich möchte doch gerne sehen, was da ist. Weil ich hätte einfach immer Schiss, dass da irgendwas dahinter auf mich lauert.
Nichts. Zum Glück. Mach doch mal das Licht da an. Hervorragend. Und direkt wieder aus. There's nothing here. What sounds like a ping pong ball, along with some bangs, can be heard coming from around the house. But when he goes to check, he finds nothing there. Hopefully, we'll get some more updates on the house soon. But whether this is real or not, I leave the final judgment to you. Muss jetzt auch nichts Paranormales gewesen sein, ne? Wir brauchen halt Material für ihren TikTok-Kanal. That's all for... Ja, Depths of Despair. Ja, es hat ja wieder Spaß gemacht, fand ich, ne? War eine schöne bunte, ein schöner bunter Strauß Paranormales. Oder halt auch nicht. Ja, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links, die ihr braucht, zum Video von Depths of Despair und auch zum Kanal. Und ja, ich mach's kurz, ich empfehle mich und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Haltet die Ohren steif. Adios.